Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder ein Unboxing für euch, nämlich das der Zauberbüchse für den Monat September. Die Zauberbüchse ist ja die monatliche Abo-Box der Bücherbüchse und hier ist jeden Monat eine Fantasy-Neuerscheinung drin, in einem bestimmten Design der Bücherbüchse, was dann exklusiv für die Bücherbüchse auch ist. Und es sind immer ein paar Goodies noch mit bei, die ja in Bezug zu dem Buch stehen meistens. Genau. Ich würde sagen, ich öffne das gute Stück jetzt einfach mal. Ich bin schon mega gespannt, weil ich bin der Meinung, dass mir das Motto irgendwas gesagt hat. Ah ja, okay. Das Motto für den Monat ist nämlich 7 Prüfungen. Es liegt mir wieder auf der Zunge, also es kommt mir so bekannt vor. Ich kann es nur wieder gar nicht zuordnen. Ich bin mir nicht sicher, aber also es macht Klick bei mir, nur irgendwie nicht komplett. Es sagt mir auf jeden Fall was. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Buch designt ist, weil das gefällt mir sehr gut vom Design her. So, wie immer sind hier ganz viele Schutz, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, drin, deswegen werde ich die jetzt erstmal, entfernen. Das dauert jetzt vermutlich erstmal wieder einen Moment und es liegt schon wieder die Hälfte daneben. Das ist natürlich super. So, wir kommen dem Ziel sehr nah. Sehr, sehr nah. Und ich sehe hier schon etwas, was mich sehr freut. Okay, das erste, was mir hier so entgegenkommt, ist dieses Gefäß. Darauf steht Dark Apple und ist von Loving Books Candle. Und es ist eine Buchkerze. Ich liebe Buchkerzen. Okay, sie hat definitiv einen Duft. Ich bin jetzt persönlich nicht so der Fan von Duftsachen, aber das ist jetzt nicht dramatisch oder so. Ich muss gleich gucken, nach was genau es riecht. Ich bin nämlich auch nicht so gut mit Düften. Und sie ist weiß und da ist so roter Glitzer mit oben drauf. Und ich bin halt so ein richtiges Buchkerzenopfer, also das ist ganz schlimm. Deswegen, das ist etwas, worüber ich mich sehr freue. Und es war schon länger keine Kerzen mehr mit drin. Das finde ich wieder sehr, sehr cool. Vor allem jetzt dann zur herbstlichen Zeit, wo man auch wieder mehr Kerzen benutzt. Ich schau mal auf die Spoilerkarte, ob hier irgendwo steht, was genau es ist. Oh, okay. Ja, wow. Ich bin wieder am Start hier. Es riecht nach Apfel. Ja, rieche ich jetzt persönlich nicht so raus, aber wie gesagt, ich bin noch nicht so gut mit Düften, deswegen kann es durchaus sein, dass das nach Apfel riecht. Aber ja, das ist schon mal sehr cool und etwas, worüber ich mich freue, weil ich stelle die mir unglaublich gerne hier auf die Regalbretter mit drauf. Ich finde das so schön. Dann haben wir hier etwas, von dem ich hoffe, dass ich eine richtige Vermutung hier habe. Und zwar haben wir hier so, ja, auch ein kleines Behältnis und da steht drauf, der Kuss des Prinzen. Ja, und oh mein Gott, es ist einfach ein Lippenpflegestift. Ich bin ja so ein Opfer, was das angeht. Oh, wie toll, ich liebe das. Oh mein Gott. Ja, also ich bin ein Lippenpflegestift-Opfer ebenfalls. Ich liebe die Dinger. Das hier ist so einer, der hat eine Pappverpackung. Das finde ich auch schon mal richtig cool. Und hier steht drauf, ja, also der wird nach Vanille riechen. Kontrollierter biologischer Anbau. Das finde ich geht jetzt. Ist nicht so intensiv. Das finde ich dann schon wieder sehr angenehm. Das ist doch etwas, was ich definitiv benutzen werde, weil ich habe so eine ganze Sammlung an, ja, so Lippenpflegestiften und Co., weil ich benutze die eigentlich immer 24/7. Ich mache die so schnell leer, deswegen brauche ich da immer einen riesen Vorrat. Und das ist etwas, worüber ich mich auch sehr freue. Das ist schon mal sehr cool. Okay, dann sehe ich hier den nächsten Artikel. Das ist der monatliche Sammelartikel dieses Jahr, nämlich wieder ein Page-Overlay. Und da haben wir hier so eins mit einem, ja, ich weiß nicht, ob das, weil das eine schon Prinz heißt, also der Kuss des Prinzen heißt, ob das vielleicht der Prinz ist oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es diesmal ein sehr heller. Die letzten waren ja immer relativ dunkel. Da bin ich schon gespannt, wie das dann auf der Buchseite ausschaut, aber ich glaube, das könnte richtig cool werden diesmal. Finde ich richtig hübsch, das Design. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
Wo lege ich es mal hin? Hier. So, und dann haben wir hier noch einen, ja, eine Illustration drin. Wie rum kommt das so? So. Ich mal wieder hier. Das ist richtig, richtig schön. Und zwar, oh, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, sieht das so aus, als wäre das in irgendwie so eine Art Höhle oder so. Dass hier so eine Brücke rüberführt zu diesem großen Felsen und hier scheint die Sonne dann drauf und ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier ist auf jeden Fall also ein gläserner Sarg. Das sieht richtig schön aus. Wow. Auch diese Hintergrunddetails hier mit den Zeichnungen und so gefallen mir richtig, richtig gut. Ich liebe ja solche Kunstprints, solche Artprints und richtig, richtig schön. Gefällt mir mega gut. So, das war es dann auch schon an Goodies und jetzt kommen wir zum Buch und ich habe es eben gerade schon gesehen und es ist wieder typisch, also sobald ich es gesehen habe, war ich so, natürlich, also wie, aber gut, und zwar haben wir hier Ever After, der schlafende Prinz von Stella Tuck. Ja, also ich halte nochmal die Spoilerkarte neben. Auf jeden Fall hätte es da bei mir ganz großes Klick machen müssen, aber mal wieder nicht. Es ist so typisch. Auf jeden Fall das Cover schon mal gefällt mir richtig gut. Das ist hier so reflektierend, deswegen ist es gerade so ein bisschen schwierig, das hier so zu zeigen, aber ich finde es mega, mega schön. Ich habe das jetzt auch schon einige Male online gesehen. Ja, da bin ich mega gespannt. Und ich zeige am besten erstmal den farbigen Buchschnitt, weil der sieht schon wieder super schön aus. So, und zwar geht es hier unten los mit, ja, so Dornenranken. Das gefällt mir schon super gut. Oh mein Gott. Und dann geht es hier so rum. Wow. Und da haben wir hier ein Schloss, was auch offensichtlich umgeben ist von den Dornenranken. Und hier oben noch so weitere Bäume oder das sind auch die Ranken. Es sieht super schön aus. Es sieht super schön aus. Und dann geht es hier oben auch direkt weiter mit diesen Ranken und den Rosen. Mega, mega schön. Also, wow. Das gefällt mir super, super gut. Und die Details, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie so ein bisschen erkennen. Die sind wieder so schön. Wow. Das ist total krass. Gefällt mir super gut. Schauen wir mal in das Buch rein, ob es hier auch irgendwas gibt. Das ist schon mal sehr interessant. Hier gibt es auch einen zweiten Band von. Der heißt Ever After, die dunkle Hochzeit. Steht es aber nicht bei, wann der rauskommt. Keine Ahnung, oder ob der schon draußen ist sogar. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hier drinnen, wenn wir das aufklappen, haben wir eine Übersicht an von den Wappen der Märchenfamilien und welche es dort alle gibt. Also das finde ich auch schon mal richtig gut. Das finde ich immer sehr hilfreich, wenn da irgendwas beschrieben wird. Und da kann man vorne immer noch mal reingucken, zu welcher Familie oder zu welchem Wappen das jetzt genau gehört. Und da steht auch immer mit bei, welche Nachfahren das sind. Also hier zum Beispiel die Nachfahren von Schneewittchen, von Cinderella, Schneeweißchen und Rosenrot, von Dornröschen, Rotkäppchen, Goldmarie und Hänsel und Gretel. Ja, super interessant. Und hier hinten, okay. Hier hinten haben wir noch ein paar der anderen Bücher der Autorin, denke ich. Ja, abgebildet. Diese Reihe ist ja manchmal auch ziemlich bekannt. Ich habe persönlich noch nichts von ihr gelesen, deswegen bin ich schon sehr gespannt auf dieses Buch hier. Und wie gesagt, das Cover ist mega, mega hübsch. Wow. Gefällt mir super gut, also muss ich wirklich sagen. Oh, süß. Ich würde sagen, ich lese am besten einfach mal den Klappentext vor, weil ich selbst keine Ahnung habe, um was es geht, obwohl es ja schon sehr märchenhaft ist. Und gerade mit dem gläsernen Sarg bekommt man ja so ein, zwei Hinweise. Wahre Märchen beginnen nicht mit "Es war einmal", sondern mit einem Kuss. Mit einer Familie, die von Schneewittchen abstammt, ist Rain Whites Leben ohnehin schon kompliziert genug. Und nun muss sie auch noch einen schlafenden Prinzen küssen. Doch als Rain an ihrem 18. Geburtstag in die geheime Gruft unter dem Tower of London hinabsteigt, löst sie eine Katastrophe aus. Ihr Kuss weckt nicht nur den Prinzen auf, sondern auch einen uralten Fluch. Um die Märchenfamilie vor dem Untergang zu retten, muss Rain sich 7 Prüfungen stellen und darf nicht vergessen, dass ihr Herz ihre größte Schwachstelle ist. Okay, sehr interessant.
Sexy, märchenhaft, atemberaubend. Band 1 der Fantasy-Dilogie von Spiegel-Bestseller-Autorin Stella Tuck. Ja, also das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber es hat sich ja schon so angehört, als wäre das jetzt in der modernen Welt so ein bisschen angesiedelt. Habe ich jetzt gerade zumindest so den Eindruck bekommen. Das wäre ja mal richtig cool. Ich habe nämlich, ich glaube, noch keine... Doch, habe ich. Ist gelogen. Ich habe schon ja, Märchenadaptionen quasi gelesen, die in der aktuellen Zeit quasi spielen. Aber bisher auch, glaube ich, nur eine weitere. Und deswegen, das finde ich eigentlich ganz interessant immer, wenn das dann auf die, ja, auf die heutige Zeit angewendet wird. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal super, super gut. Oh, diese Reflexion immer, es tut mir leid. Ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr das Buch auch schon gesehen? Habt ihr es schon gelesen? Plant ihr es zu lesen? Was sagt ihr zu solchen Märchen-Neuerzählungen? Das finde ich auch mega interessant. Dann zeige ich natürlich noch, wie es ausschaut, wenn ja, man hier diesen Page-Overlay drüber legt. So schaut das Gute aus. Finde ich auf jeden Fall cool, dass man auch hier bei den dunklen Sachen die Schrift noch auf jeden Fall durchsieht. Ja, also ich finde es richtig, richtig hübsch. Das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Das war jetzt der komplette Inhalt der Zauberbüchse für den Monat September. Ihr könnt mir wie immer auch sehr gerne schreiben, ob ihr auch irgendeine Abo-Box oder ähnliches habt. Und ja, würde dann einfach sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.